Siban Hassan, ich komme aus Syrien, 30 Jahre alt. Ich bin jetzt seit 3,5 Jahren hier in Deutschland. Ich musste aus Syrien fliehen, weil in Syrien der Krieg angefangen hat und die Militärpolizei in Syrien mehrmals kommt in meine Wohnung und die sucht, wo ich bin, vor mir mitnehmen in den Dienst. Ich kann nicht so wie diese machen und kämpfen mit Gewalt und so. Und wegen diesem Grund dann darauf ich nach Deutschland gekommen. Ich habe in Deutschland entschieden, weil Sicherheit und Demokratie. Sicherheit zum Beispiel, ich bin jetzt in Deutschland, ich kann schon schlafen, ich habe keine Angst mehr, weil momentan in Syrien Krieg und man weiß nicht, wann die eine Bombe kommt und immer Angst hat, immer Sorgen, kann nicht schlafen, das ist in Syrien ganz schwierig. Und hier in Deutschland, man kann arbeiten oder studieren, was man möchte. Also es gibt freie Wahl hier in Deutschland. Aber in Syrien leider nicht so. Wir müssen alle Vitamin B haben. Ne? Die ersten 3 Monate, ich habe viele Energie und ich bin sehr gespannt. Aber leider nach 3 Monaten dann bekomme ich einen Bescheid und Duldung, ich muss nach Bulgarien zurück, wegen ich habe Fingerabdruck in Bulgarien. Und ich bin seit 3,5 Jahren hier in Deutschland und ja, ohne Papiere und ohne Arbeitserlaubnis. Und immer Negativbescheid von Ausländerbehörde, immer nein, nein, nein. Und das ist Grund meiner Fingerabdrücke in Bulgarien. Das ist sehr schwierig. Beim Integration ist schwer, wichtig mit einem umgegangen wird, wenn man keine Papiere hat und Bürokratie auch in Deutschland, das ist sehr schwierig. Und viele Post mit komplizierten Hochdeutsch, wenn man kann nicht gut verstehen. Zum Beispiel, wenn ich bekomme einen Brief, dann ich verstehe nicht sehr gut. Und manchmal ich frage meine Kollegen, auch Deutsche, meine Kollegen auch sagen, ich verstehe nicht, was ist das? Das Problem bei der Integration, wenn die Flüchtlinge nicht verstehen, die Integration, was bedeutet oder falsch verstehen. Das ist das große Problem. Und manche Deutsche wehren Kontakt mit Flüchtlingen ab. Das ist auch eine große Herausforderung für beide Seiten. Ich war im Krankenhaus und ich habe mit einer deutschen Frau kennengelernt und diese Frau hilft mir zu viel. Zum Beispiel, wenn ich habe einen Termin in der Ausländerbehörde, dann komm mit. Und wenn ich krank bin, dann sie macht mir einen Termin beim Arzt. Oder wenn ich habe eine Post und ich verstehe nicht, dann sie hilft mir gerne. Und meine Sprache auch viel besser mit dieser Frau. Ich bin sehr bedankbar. Das ist richtig, das ist eine tolle Frau. Ich habe selber Deutsch gelernt und ich habe Kontakt mit vielen Deutschen bekommen. Ich habe ein Stocktheater gemacht, das heißt Deutschkurs und mit anderen Gruppen auch, alles Flüchtlinge und Deutsche auch gespielt. Diese Gruppe heißt Sava
Das bedeutet miteinander zusammen. Und ich habe beim viele deutsche Filme auch gespielt als Schauspieler. Und ich bin 6 Monate einen Umwelttechnikkurs gemacht und einem Praktikum beim Schiff Ahoi, 2 Monate. Und 3 Monate Hilfe auch beim Schiff Ahoi. Und momentan ich bin beim einem Musical, der Drachenkönig, in Haus im Park Bergedorf. Und ich bin mit ganz tollen Menschen kennengelernt bei diesem Musical. Und ich warte meine Gespräch beim Hamburg Media School. Vielleicht im Mai ich anfange beim Weiterbildung als Media. Ich habe viele deutsche Kultur auch kennengelernt. Zum Beispiel beim Essen, ich habe Raclette gegessen und Kartoffelbuffet und Sauerkraut, vegetarische Essen. Also, und ich habe letztes Jahr auch die Kohlwein in Weihnachten probiert. Das war sehr schmeckt. Und ich habe ein paar deutsche Spiele auch gelernt, so wie Romy und Männchen ärgere dich nicht. Ich möchte sagen, Deutsch lernen, das ist sehr wichtig, weil ohne Sprache das Leben ganz schwierig hier in Deutschland. Und wenn man Deutsch lernen, dann es gibt viele Tore öffnen, zum Beispiel einen Ausbildungsplatz bekommen, gute Ausbildung oder eine Arbeit finden. Man muss es hier nicht aufgeben und man muss es Geduld haben und respektvoll miteinander umgehen. Zuerst, ich möchte meinen Aufenthalt bekommen, dann kann ich mein Leben hier weitermachen und denken über meine Zukunft. Und ich möchte gerne meine Studien beendet hier in Deutschland als Schauspieler und Regie. Und natürlich meine Wünsche Frieden in der ganzen Welt, ohne Terror und Gewalt.